Open Source KI ist wahrscheinlich eins der spannendsten Dinge, die ich momentan mitverfolge. Und ja, ich versuche da wirklich on track zu bleiben, aber das ist nicht so einfach. Denn Open Source KI bedeutet, jeder kann jederzeit drauf zugreifen, etwas damit machen, die Modelle verändern und anpassen. Und das alles passiert in so rasanter Geschwindigkeit, weil die Open Source Community auch die Forschung beinhaltet. Jede Woche kommen mindestens 10 neue, wahnsinnig gute Modelle raus. Und ich glaube, ihr versteht, dass ich da nicht wirklich alle testen kann. Was ich aber definitiv tun kann, ist euch heute so ein kleines bisschen einen Einstieg zu geben. Wir haben uns schon über GPT-for-All unterhalten, aber das ist wirklich nur ein Teil von dem, was man machen kann. Ich möchte euch heute also zeigen, was braucht ihr alles, was ist so die Idee dahinter, was sind die Vor- und Nachteile und vor allem, wenn wir das in Bezug auf die Closed Source oder die proprietären Netze betrachten, was passiert da eigentlich? Denn proprietäre Netze, wir haben eigentlich wirklich kompetitiv gute, haben wir nur GPT-4, Gemini und vielleicht noch Claude und das war's dann schon fast. Während Open Source ist mittlerweile echt einiges. So, das heißt, wir gucken uns an, welche Modelle gibt es, was können die alles, welche Kategorien von Modellen gibt es überhaupt, wo bekommt ihr die her, was kostet das? Open Source, kleiner Spoiler, es kostet nichts, aber ihr müsst natürlich eine gewisse Hardware haben, weil ihr die bei euch auf dem Rechner ausführen könnt. Und vor allem, was sind die Vor- und die Nachteile gegenüber den proprietären Netzen? Und damit würde ich ganz gerne schon fast anfangen. Das Ganze wird übrigens natürlich jetzt wieder so ein bisschen Tutorial-styliger. Ich habe das allerdings ein bisschen moderner gemacht. Ihr seht mich hier unten. Hi. Das ist übrigens auch eine KI, die meinen Hintergrund entfernt, nennt sich Nvidia Broadcast. Hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht. Das ist ein bisschen entspannter heute wieder, weil ich mir von euch sagen lassen habe, dass ihr diesen Stil eigentlich ganz angenehm findet. Also, was ihr hier seht, ist huggingface.co, nicht .com.co. Und Hugging Face ist so ein bisschen das GitHub von neuronalen Netzen oder KI geworden. Hugging Face hat wahnsinnig viele Sponsoren und Contributor bekommen, die dann auch wirklich Leistung hier beisteuern, denn ihr könnt die Modelle theoretisch auch auf Hugging Face ausführen. Und Hugging Face ist nicht nur ein Ort für Modelle, sondern auch für eben Datasets und Spaces. Spaces, wie gesagt, das ist quasi ein Modell, das dann ausgeführt wird, und ein Datensatz ist eine Art Sammelbecken für Daten, mit denen ich dann Netze trainieren kann. Auch fein trainieren kann. Und das ist der große Clou dabei. Es gibt so ein paar Basisnetze, die man hier auch teilweise sehen kann. Grok zum Beispiel, das Ding von xAI, also von im Endeffekt Elon Musk, hat eine Firma gegründet, nennt sich xAI und hat Grok, seine KI, sein Large Language Model, Open Source gemacht. Das heißt, er hat es veröffentlicht, sodass die Gewichte für jeden verfügbar waren und jeder das auch bei sich auf einem lokalen System, also auf der Grafikkarte im eigenen Rechner, ausführen kann. Er ist aber lange nicht der einzige. Meta zum Beispiel, also Facebook ehemals, hat Llama rausgebracht. Llama 1, 2 und jetzt glaube ich schon fast 3, oder? Ich weiß nicht genau, wie freiwillig das war. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten, aber naja, anderes Thema. Und einer der größten, Google hat Gemma rausgebracht. Das hatte ich auch mal ganz kurz in einem Short-Event bei mir auf Instagram. Aber einer der größten Player und für mich auch einer der wichtigsten Player ist gerade tatsächlich Mistral. Mistral hat Netze rausgebracht, die es in manchen Fällen mit GPT-4 aufnehmen können und die ich bei mir auf dem PC ausführen kann. Und das ist einfach nur bahnbrechend. Ich meine, GPT-4, das auf meiner Grafikkarte läuft, ich brauche kein Abo oder sowas. Ich brauche einfach nur einen Gaming-Rechner, mehr nicht. Kleiner Reminder hier an der Stelle: Gaming-Rechner bedeutet in dem Fall leider, man braucht eigentlich eine Nvidia-Grafikkarte. AMD-Grafikkarten sind da nicht wirklich für geeignet. So, das sind also die Basisnetze. Das sind natürlich dann noch hier so ein bisschen die beliebtesten, und Microsoft hat auch welche rausgehauen und es gibt verschiedene Varianten von Llama, komme ich gleich dazu. Aber mit diesen Basisnetzen kann ich jetzt was machen, was ich vielleicht nicht unbedingt anderweitig machen kann. Zum Beispiel, ich kann fein trainieren, und das machen sehr viele Hobbyisten, aber auch natürlich Forscher, die trainieren dann auf einem Basisnetz, zum Beispiel eben Mistral 7b. Ja, die nehmen das und trainieren das nochmal mit einem bestimmten Datensatz, den wir hier unter Datasets dann meistens finden. Das kann zum Beispiel
Python-Code sein. Dann ist dieses Mistral-Netz am Ende wirklich nur noch in der Lage, richtig guten Python-Code zu machen. Oder es ist am Ende nur noch in der Lage, euch Informationen über aktuelle Geschehnisse zu geben, wenn man es darauf fein trainiert. Und so weiter und so fort. Ja, das kann man natürlich jetzt auf alles Mögliche beziehen. Das ist dann zum Beispiel ein guter Chatbot oder. Und das ist natürlich etwas, was wir bei kommerziellen Netzen eigentlich gar nicht sehen. Die müssen alles einigermaßen können. Man kann nicht von GPT-4 eine Version bekommen, die dann speziell nur programmieren kann, sondern ich muss in meinem Prompt reinschreiben, dass ich speziell nur programmieren möchte. Und dann muss das Netz aber das selber können. Das führt dazu, dass sie alles so ein bisschen können, aber im Grunde genommen schlechter als das, was ein gleich starkes Open-Source-Netz kann. So, und jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt, die Stärke von so einer KI. Wir sehen hier jetzt auch wieder, gut, bei Grok steht das nicht dabei, aber bei Grok muss ich es euch gleich zeigen. Aber bei Gemma zum Beispiel sehen wir hier hinten dran 7b. Bei Mistral sehen wir hier 7b, hier sehen wir 7b. 7b ist so ein Ding, was wir relativ häufig sehen. Das ist aber nur eine Möglichkeit. 7b steht für 7 Billion Parameter. Ja? Also 7 Millionen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Parameter. So als Daumenregel, 7b ist jetzt das Unterste. Das kann man relativ problemlos bei sich ausführen. Es gibt noch kleinere Netze, klar, aber die meisten Netze sind dann irgendwann größer geworden. Und hier sehen wir zum Beispiel Moistral. Das ist jetzt, hört sich ähnlich an wie Mistral, ne? Ist wahrscheinlich, ich kenne das jetzt nicht, aber wahrscheinlich darauf basiert und hat aber 11 Millionen Parameter. Und hier gibt es noch sehr viel mehr. Zum Beispiel hier sehen wir 750 M, das wären dann 750 Millionen, während 7 Billion, also Milliarden, ist halt schon nochmal deutlich mehr. Je größer das Netz ist, desto stärker ist es insgesamt auch von dem, was es lernen kann und dem, was es auch von den Trainingsdaten behalten kann. Und jetzt hört sich 7b relativ wenig an, wenn man bedenkt, dass, ich glaube, GPT 3.5 war bei 175b. 175b bedeutet aber nicht, dass 175 immer besser ist als 7. Die meisten 7b-Netze, also gerade das von Mistral oder das hier 8x7b, das nutzt einfach modernere Technologien, sowas wie zum Beispiel Mixture of Experts. Das heißt, das sind dann mehrere Netze, die jeweils fein trainiert sind in einem anderen Fachgebiet sozusagen und die kooperieren. Und so wurde auch GPT-4 gebaut. Und so braucht man weniger Kapazität, weniger Parameter, um ähnliche Ausgaben von der Qualität her zu bekommen. Das heißt, eigentlich ist 7b mittlerweile deutlich besser als das 7b von vor noch ein paar Jahren oder von vor ein paar Monaten sogar, weil wir immer neue Technologien bekommen. Trotzdem ist es so eine Art Richtwert, wie viel Leistung ihr braucht, um das Ding auszuführen. Ich zum Beispiel kann 7b problemlos ausführen. Ich zeige euch das nachher auch gerade. Ich kann aber auch ein bisschen stärkere Netze ausführen. Und das habe ich hier mal ganz kurz offen. Ich erkläre euch gleich, wie ich da hinkomme. Ich habe hier einmal Mixtral 8x7b, was wirklich 8x so ein 7b-Netz quasi gleichzeitig verwendet. Das funktioniert bei mir ziemlich flüssig, zeige ich euch nachher auch. Hier Mistral 7b funktioniert sowieso flüssig. Und hier habe ich aber auch ein Llama 2 uncensored, also unzensiert 13b, also mit 13 Milliarden Parametern, die auch völlig flüssig bei mir funktionieren. Hier oben habe ich allerdings Code Llama, also ein fein trainiertes Netz für Code basierend auf Llama mit 70b, also 70 Milliarden Parametern. Und wenn ich das jetzt anklicken würde, wird bei mir dieses Programm einfach abstürzen, weil, naja, mein Rechner ist halt nur ein Rechner. Ne? Das ist kein Serverzentrum, leider. Leider. Das heißt, manche von diesen Netzen werdet ihr vielleicht auf eurer Hardware nicht ausführen können. Je nachdem auch, wie die quantisiert sind, das steht meistens nicht mal dabei, probiert es tatsächlich einfach aus, was ihr bei euch ausführen könnt und was nicht. Denn, ja, es gibt sehr, sehr viele davon. Es gibt, also allein nur für Textgenerierung gibt es 69.000 Modelle. Also, das ist kein Komma von wegen, es gibt 69,020 Modelle, es gibt 69.000 verschiedene Modelle und man kann hier natürlich auch zwischen verschiedenen Kategorien eben auch sortieren. Hier zum Beispiel Most Likes hat Bloom bekommen und Llama 2.7b, was jetzt nicht unbedingt was heißt, aber es ist zumindest mal eine Art Indikator. Ich persönlich mag dieses Mixtral 8x7b
extrem gerne. Es ist einfach wahnsinnig gut. Ich mag aber auch fein trainierte Llama-Modelle sehr, sehr gerne. Die sind einfach sehr, sehr gut. Aber ihr könnt hier zum Beispiel auch nach Downloads gehen. Da sehen wir dann OpenAI's GPT-2 ist eines der meist gedownloadetsten, weil es einfach nicht so groß ist. GPT-2 ist wirklich nicht gut, aber es ist im Endeffekt halt sehr, sehr einfach, es zu benutzen. Und vor allem ist es halt schon sehr, sehr lange da. Deswegen, ich sortiere meistens ganz gerne nach Trending, dann sehe ich, was gerade so abgeht. Und da sehen wir an der allerersten Stelle nochmal Grok. So, Grok ist speziell, es benutzt ein bisschen eine andere Architektur. Ich habe mir von anderen Leuten, ich habe selber nicht getestet, ihr werdet gleich erfahren, warum, aber ich habe mir von anderen Leuten sagen lassen, dass es von den Ausgabequalitäten nicht besonders gut sein soll. Das müsst ihr aber bei euch selber verifizieren, denn ich kann es nicht ausführen. Also bei mir geht das gar nicht. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel auf Grok gehe, das verlinkt mich dann auf ein Repository. Und wir sehen übrigens hier auch, wie viele Sternchen das hat, ne? Und wir sehen hier unten dann die Idee dahinter. Also auch hier Mixture of Experts, in dem Fall 8 Experts, also quasi dasselbe wie das, was Mistral gemacht hat, wird auch hier verwendet. Das Problem ist, es hat insgesamt dann 314 Milliarden Parameter, was es zu einem der größten Open-Source-Netze macht, die man ausführen kann bei sich lokal. Und 314 Milliarden Parameter braucht halt wirklich auch einiges an Rechenleistung. Ihr müsst mehrere starke Grafikkarten haben, damit ihr in dem Fall jetzt Grok einfach bei euch ausführen könnt. Oder aber ihr müsst euch einen Server mieten. Und Server mit Grafikkarten zu mieten, das könnt ihr zum Beispiel bei der Microsoft Azure Cloud machen, aber das ist sehr, sehr teuer. Und genau das ist eigentlich einer der Vorteile von Open-Source-Netzen, nämlich dass sie nicht so teuer sind. Ich muss keine Premium-Mitgliedschaft abschließen, um Mistral bei mir lokal auszuführen. Ich muss nur meinen Rechner haben. Das Einzige, was ich brauche, ist im Endeffekt eine einigermaßen starke Hardware, die viele von uns ohnehin haben, weil sie Gamer sind. Es ist einfach von Vorteil, Gamer zu sein. Ich sag's, wie es ist. Nein, aber es ist einfach cool. Es macht ja auch Spaß. So. Und dann möchte ich mal ganz kurz hier eine kleine Diskussion mit euch anstoßen, was genau jetzt der Sinn von Open Source KI ist. Also ich meine, Open Source KI, wir sehen es hier unten, besteht aus vielen uncensored, also unzensierten Netzen und manche natürlich mit Zensur drin. Ich glaube Gemma und ich weiß nicht, wie Grok ist, aber je nachdem, was man eben als Zensur definiert, ne? Ich würde hier vielleicht mal ein Beispiel bringen, was mich in meinem Berufsalltag ein bisschen limitiert hat. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel auf Claude gehe und sage, also das ist einfach ein Prompt, was ich benutzen würde, um eine Hack-the-Box Machine Challenge zu machen. Ja, Hack-the-Box ist eine Plattform, wo man hacken lernen kann oder hacken üben kann mit praktischen Aufgaben. So, das ist eine von vielen. Ich benutze persönlich auch ganz gerne Wullenhub, um es zu zeigen, weil man da keinen Premium-Account braucht. Da braucht man einen. Ist nicht so wichtig. Im Grunde genommen ist aber diese Challenge zu machen, ist völlig legal und völlig legitim. Ihr benutzt dort aber Techniken, die auch Hacker benutzen, wenn sie illegale Dinge machen. Und das Problem bei den klassischen Modellen, also sowas wie Claude, sagt mir einfach von vornherein, nope, mache ich nicht. Auch wenn ich nochmal sage, ey, es ist wirklich erlaubt, hier sagt es übrigens auch selber, even within an authorized platform like Hack the Box. Das heißt, eigentlich ist es völlig okay und du hast die Erlaubnis, dort Hacking zu betreiben auf Hack the Box. Ist völlig legal, dir kann niemand irgendwie irgendwas. Trotzdem möchte Entropic nicht das Risiko eingeben, dass es potenziell missbraucht wird, weil ich könnte ja auch einfach schreiben, ich benutze es für Hack the Box, mache aber eigentlich was anderes damit. So, ihr werdet mir das jetzt nicht glauben, aber tatsächlich ist mein Rechner gerade abgestürzt wegen Stromausfall. Ich rede über die fortschrittlichsten KI-Tools, die wir haben, über KI, die ich auf meinem Rechner laufen lassen kann und die mir potenziell meine Arbeit wegnimmt und ich bekomme einfach einen Stromausfall, als wäre es das Jahr 1920. Naja, egal. Wo war ich? Also, wir machen einfach da weiter, wo ich war. Und zwar bei Zensur im Endeffekt und bei vielleicht nicht gerechtfertigter Zensur. Und zwar, also GPT-4 ist da ein bisschen anders. Wie gesagt, Claude und Gemini verweigern die Ausgabe, wenn ich sage, ey, ich brauche Hilfe, ich möchte Pentesting lernen. Das ist, wie gesagt, ein Beruf. Ja? Das kann man beruflich machen, habe ich selbst beruflich schon gebraucht. Und, also vielleicht nicht bei Hack the Box, aber für andere
Sachen braucht man das beruflich, wenn man zum Beispiel einfach Pentesting betreibt. Und es geht darum, die Sicherheit zu verbessern und nicht zu verschlechtern, beziehungsweise Angriffe durchzuführen. Und wie gesagt, Gemini sagt ja einfach nur, nö, kann ich gar nicht. Claude gibt mir eine Begründung, warum das nicht geht, was schon mal besser ist. Aber hier, ChatGPT zum Beispiel, also wirklich GPT-4, liefert mir dann auch wirklich eine Step-by-Step-Instruction für diesen kontrollierten Rahmen, weil Hack the Box einfach komplett legal ist. Solche Hacking-Challenges wie auch auf Vuln habe und auch wenn ich das Ganze als beruflicher Pentester mache, ist das natürlich völlig legal. Und ja, das ist im Endeffekt eine Step-by-Step-Liste, was ich machen kann. Es generiert mir aber auch ganz konkret Angriffe für eine bestimmte Website, zum Beispiel eben localhost 8000. Das ist wirklich ein Befehl, den man so ausführen kann. Und es funktionieren auch andere Tools, also SQL-Injections mit SQL-Map, Brute Force mit Hydra, Derp, all das wird mir von ChatGPT auch ausgegeben. Auch Password-Cracking wird mir ausgegeben, wenn ich das möchte. Hier unten. Und das ist natürlich, da muss man drüber diskutieren, was ist legal, was ist nicht legal. Weil die Tools an sich sind ja legal. Das heißt, diese Tools auszuführen, an sich ist das auch nicht illegal. Es wird dann illegal, wenn hier zum Beispiel nicht mehr Localhost steht, sondern eine Webseite von jemand anderem. Und hier wird auch in Deutschland aktuell drüber gestritten. Wir erwarten eigentlich eine Reform des Hackerparagraphen, der das Ganze illegal gemacht hat. Weil, naja, ich meine, wenn jetzt irgendein Hacker aus sonst wo kommt, denen ist relativ egal, was deutsche Gesetze sagen, ob das jetzt in Ordnung ist oder was oder nicht. Und der kann sich auch dementsprechend gut verstecken. Sprich, eigentlich ist es gut, wenn Ethical Hacker, also Leute, die das einfach so machen, dass sie das testen und dann sagen sie Bescheid, hey, schau mal, ich habe hier was kaputt gemacht. Wenn die das quasi wirklich tun, dann kann eine Firma das auch reparieren. Und deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass das hier an sich in Ordnung ist. Aber es geht natürlich noch weiter, wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass eben auch bösartige State-Sponsored Hackergruppen, hier in dem Fall aus Russland, aus Nordkorea, aus dem Iran und aus China, dass die halt LLMs benutzen, um Phishing und natürlich auch Anleitungen für Pentests und auch Schwachstellenanalyse, wenn die das alles benutzen für bösartige Zwecke, dass dann OpenAI die löscht, die Accounts. Und das ist dann natürlich so eine Sache, okay, die haben jetzt keinen Zugriff mehr darauf. Aber wie legen wir das fest? Wer hat Zugriff, wer hat keinen Zugriff? Und natürlich kann man sich einfach ein anderes Konto erstellen. Während jetzt natürlich Open Source AI, da ist es ein bisschen anders. Hier kann ich zum Beispiel einfach sagen, ich lasse mir das generieren. Und das hier ist übrigens nicht mal ein Netz, das uncensored im Namen trägt. Es gibt noch extra Netze, die uncensored im Namen tragen. Zum Beispiel dieses Llama 2 13b ist ein uncensored Netz. Da ist dann halt wirklich alles völlig unzensiert. Und grundsätzlich kann man auch eigentlich sagen, es ist das Netz wird immer dümmer, je mehr es zensiert wird. Also dümmer in Anführungsstrichen, ne? Aber man hat das festgestellt bei einigen Netzen, wie zum Beispiel eben auch GPT-4. Je mehr Regularien obendrauf kommen, desto schlechter waren auch Ausgaben in anderen Bereichen. Das heißt, wenn ich gesagt habe, hey, du darfst nicht mehr über Security, über OWASP, über ZAP, über John the Ripper sprechen, dann wurden auch Ausgaben über Python Code insgesamt einfach schlechter. Und das ist natürlich irgendwie traurig. Das heißt, diese Netze haben einfach auch den Vorteil, die zensieren halt nicht und dadurch sind sie halt insgesamt einfach stärker. So, jetzt haben wir aber natürlich noch viel, viel mehr Argumente für Open Source Large Language Models. Wir haben schon gehört, es ist im Endeffekt unzensiert. Wir können es fein trainieren und was natürlich auch der Forschung einfach so immens viel bringt. Und hier sehen wir solche Entwicklungen wie zum Beispiel LoRa's, die wir eigentlich aus Bildgeneratoren kennen. Die sehen wir jetzt eben auch hier bei Textmodellen, was Wahnsinn ist, was richtig, richtig nice ist. Oder eben auch einfach Leute, die sagen, hey, schau mal hier, ein Open Source Netz, das wirklich Python-Code schreiben kann, aber halt sonst gar nichts. So, und dadurch sparen wir Rechenleistung und können das einfach bei uns lokal ausführen. Und das hat nochmal einen ganz, ganz anderen Vorteil. Und den möchte ich auch mal wirklich, wirklich highlighten. Also, natürlich, abgesehen davon, dass die Kontrolle über das, was wir hier ausgeben, komplett bei eben Claude, Google oder OpenAI liegt, ist bei einem Open-Source-Netz die Kontrolle vollständig bei der Community. Und man entscheidet gemeinsam darüber, was ist in Ordnung und was nicht. Jetzt wird es aber noch sehr, sehr spannend. Wenn ich das nicht mehr hochlade, diese Daten, dann kann die landen ja nicht im Internet. Diese Netze hier, Mixtral 8x7b, das wird auf meinem PC ausgeführt, auch völlig ohne Internetzugriff. Und das ist spannend,
Denn jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, zum Beispiel sensible Daten lokal mit KI zu verarbeiten. Super sensible Daten wie zum Beispiel Tagebücher oder psychologische Gutachten einfach lokal auf dem Rechner zu verarbeiten. Das eröffnet Möglichkeiten, wo ich gerade an ein paar Projekten, zumindest gedanklich und planerisch schon arbeite und wo wir auch dran sind, weil das einfach datenschutztechnisch plötzlich gar kein Problem mehr ist. Das ist richtig nice. Das Problem ist aber an der Stelle natürlich die Leistung. Und das Ganze lokal auszuführen, erfordert, wie gesagt, fast einen Gaming-Rechner, was halt viele gar nicht leisten können. Und gerade ab einer gewissen Größe, wie gesagt, 70B, kann ich bei mir nicht mehr ausführen. Das war das obere Netz hier. Das geht bei mir einfach gar nicht mehr. Sprich, ich bin im Endeffekt gezwungen, sowas dann auch wieder in der Cloud zu machen. Dann habe ich diesen schönen Vorteil nicht mehr. Schade. Wird sich aber wahrscheinlich mit der nächsten Grafikkartengeneration nochmal verbessern und so weiter und so fort. Ne? Wir kennen diese ganze Debatte. Aber was man eben auch sehen muss, ist einfach, das ist auch ein Kostenvorteil. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Applikation für euch entwickle und ich verwende, sagen wir mal, die GPT-4 API, dann müsst ihr mir auf jeden Fall Geld dafür bezahlen. $20 im Monat ist für mich schon ein gewisses Risiko. Wenn ihr nämlich eine App sehr viel benutzt, dann laufe ich Gefahr, dass ich drauflege, weil mich diese API von ChatGPT oder von GPT-4 einfach so viel kostet. Während, wenn ich jetzt das Ganze lokal bei euch laufen lassen kann, dann kann ich euch das im Endeffekt auch kostenlos zur Verfügung stellen. Also vor allem ohne monatliche Kosten, sogar ohne Kosten vielleicht insgesamt, weil, naja, es läuft ja bei euch auf dem Rechner. Ihr bezahlt die Stromkosten, ihr müsst die Leistung dafür bringen. Ich muss keinen Server für euch mieten, weil das alles bei euch läuft. Und das ist für viele, viele Anwendungen echt ein großes Ding, was wir so an sich uns wünschen würden für KI eigentlich, würde ich mal sagen. Dass wir einfach diese Kosten nicht irgendwie immer woanders hinladen, inklusive Daten übrigens, sondern wir können grundsätzlich das auch lokal durchführen. Also grundsätzlich, es gibt sehr viele Vorteile von Open-Source-Netzen. Wie gesagt, große Forschung ist auch möglich und es gibt auch leider ein paar Nachteile. Und deswegen will ich jetzt an der Stelle mal ganz kurz in die Richtung gehen. Wir gucken, wie wir die wirklich lokal bei uns laufen lassen können. Und da gibt es zwei große Möglichkeiten für diese ganzen 69.000 Modelle, die wir hier haben. Es gibt GPT-4All, dazu hatte ich schon mal ein separates Video gemacht. Das ist relativ unproblematisch, das zu verwenden. Ihr könnt einfach hier auf den Installer für euer Betriebssystem draufgehen, das installieren und dann habt ihr diese Oberfläche hier. Ihr landet am Anfang, wenn ihr hier oben auf die 3 Punkte geht und dann auf Downloads, landet ihr im Endeffekt beim selben Punkt und hier könnt ihr mehr oder weniger wirklich, wirklich viele Modelle runterladen. Zum Beispiel, gut, ChatGPT 3.5 Turbo, da braucht ihr einen API-Key, weil das einfach was kostet. Aber sowas wie Hermes 2, das ist zum Beispiel sogar für kommerzielle Benutzung möglich gemacht worden. OpenOrca genauso, Mistral Instruct genauso. Ihr könnt aber genauso gut auch hier das 8x7b einfach eingeben und dann bekommt ihr die Modelle, die ihr hier, oder ihr gebt einfach Mixtral ein. Mixtral. Ja. Dauert ein bisschen, wie gesagt, das ist nicht das Schnellste. Und das läuft alles bei euch eben lokal. Und dann könnt ihr hier im Grunde genommen diese Modelle einfach herunterladen, einfach auf Download gehen und schon habt ihr die Möglichkeit, die zu verwenden. Ich habe jetzt hier das Mixtral 8x7b Instruct V0.1. Also wie gesagt, die werden auch weiterentwickelt. Das GGUF hinten dran, das ist einfach nur eine Art Dateiformat. Es gibt wahnsinnig viele davon jeweils, ja. Es gibt hier auch noch das nicht Instruct, sondern einfach nur V01. Es gibt hier Dolphin und so weiter und so fort. Wahnsinnig viele Modelle. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr einfach schaut, was läuft bei euch auf der Hardware. Das müsst ihr einfach ausprobieren tatsächlich. Ich würde euch vorschlagen, fangt mit dem 7B-Modell an. Also Mistral 7B ist zum Beispiel ein super, super Anfangspunkt. Wenn das bei euch gut läuft, dann könnt ihr vielleicht ein stärkeres nehmen. Wenn ein Modell nicht mehr so schnell läuft oder relativ langsam läuft, dann vielleicht überlegen, nicht mehr so viel mehr zu machen. Und zum Beispiel hier 13B funktioniert ganz gut. Ich zeige euch das mal eben. Ich nehme einfach diesen Command hier. Hoffentlich habe ich ihn jetzt kopiert. So, und gehe mal auf das 13B. Ja, wir wollen löschen. Und das lädt dann im Grunde genommen dieses Modell hier oben erstmal. Es dauert ein bisschen lange. So, und jetzt, wenn es das Modell geladen hat und die Applikation steht noch, dann funktioniert es bei euch, meistens zumindest.
wenn ich das jetzt hier unten einfüge, dann ist es wie bei ChatGPT, kann ich das einfach nur eben auch ohne Internet durchführen. Ich kann das einfach hier reinschicken und dann sehen wir hier, wie lange das lädt. So, das ist jetzt die Geschwindigkeit, wie es uns die Ausgabe gibt. Und ehrlich gesagt, das ist für ein 13b-Modell, also ein Modell mit 13 Milliarden Parametern, ist das relativ schnell, oder nicht? Das ist ungefähr GPT-4-Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit, ne? Von der Qualität der Ausgaben. Fürs meiste reicht's. Fürs meiste ist es in Ordnung. Das ist schon machbar. So, jetzt könnte ich hier aber auch tatsächlich einfach auf das 8b-Modell, also 8x7b gehen, Continue. Und dann schauen wir uns mal das da an. Achso, ja, das muss erstmal geladen werden. Das dauert ein bisschen. So, und wenn wir das eben ausführen, sieht das so aus. Also auch noch in meinem Fall mehr oder weniger schnell, sag ich mal. Aber wenn man zum Beispiel Prozesse hat, die wirklich groß sind, also sowas wie, ich möchte einen Roman probieren zu erstellen, wie gut sind eigentlich diese Dinger mittlerweile darin, oder ich möchte ein Buch schreiben, dann ist eine API meistens irgendwie so im Rahmen von 5 Euro schon, während das einfach nur ein bisschen Rechenzeit verbraucht, dann lasse ich das mal eben nebenbei einen Arbeitstag laufen. Und wir sehen hier zum Beispiel schon bei dem 8x7b, das ist schon deutlich langsamer als das 13b-Modell, weil eben 8x7b, ne, ist mehr. Und das 70b-Modell läuft bei mir gar nicht. Wenn ich das versuche zu laden, dann schmiert mir einfach die ganze Anwendung ab. Hier unten sehen wir übrigens auch, wie schnell das Ganze läuft. In meinem Fall läuft es auch auf der CPU, weil das Modell keinen GPU-Support hat. GPT-4All ist eine Möglichkeit von mehreren Möglichkeiten, wie ihr das Ganze laufen lasst. Es ist mehr oder weniger, ich habe mir schon sagen lassen, dass es die alte Möglichkeit ist, also quasi so antik, mehr oder weniger. Aber es ist immer noch, finde ich, eine der einsteigerfreundlichsten Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr das hier verwendet. Das Ubabuga Text Generation Web UI Modell. Das ist jetzt auf GitHub ein Repository und das unterstützt eben nicht vorgefertigte Modelle. Also bei GPT-4All muss es einfach eingetragen werden, ansonsten und eben es muss ein GGUF, das Ding hier, Format sein, plus noch ein paar andere werden auch unterstützt bei GPT-4All. Hier werden einfach mehr Modelle unterstützt und ihr habt vor allem auch mehr Möglichkeiten. Dazu, wenn ihr hier runtergeht, dann habt ihr die Möglichkeit hier bei Download das ganze Repository herunterzuladen. Dann bekommt ihr eine ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei könnt ihr mit Rechtsklick entpacken, dann auch entpacken und dann bekommt ihr ungefähr diesen Ordner hier. Und dieser Ordner ist dann, ja, da ist alles drin, was ihr braucht. Jetzt braucht ihr natürlich die Möglichkeit, das auch auszuführen. Dazu Großschreiben drücken, Rechtsklick drücken und im Fall von Windows-Usern PowerShell-Fenster hier öffnen, beziehungsweise unter Linux und Mac müsst ihr das Terminal öffnen. Und dann könnt ihr hier die jeweilige Ausführdatei ausführen. Also zum Beispiel hier startlinux.sh, wenn ihr unter Linux seid, startwindows.bat, wenn ihr unter Windows seid, startmacOS.sh, wenn ihr unter Mac seid und startwsl.bat, wenn ihr unter dem Windows Subsystem Linux seid, nehme ich mal schwer an. Das werden aber wahrscheinlich die wenigsten hier sein. So, das heißt, ich kann hier tatsächlich einfach sagen, /startwindows.bat, weil ich unter Windows bin, logischerweise, und dann startet sich das Ganze. Am Anfang dauert das sehr, sehr lang, weil es sehr, sehr viele Bibliotheken installieren muss. Es muss Python installieren, vielleicht in eurem Fall. Es muss richtig viel installieren. Es kann auch einiges schief gehen, leider. Was dazu führt, dass im Grunde genommen hier mehr schief gehen kann, zumindest in meiner Erfahrung, als bei GPT-4All. Ihr aber am Ende mehr Möglichkeiten habt und, ja, dementsprechend auch mehr einstellen könnt und auch mehr Large Language Models verwenden könnt. So, jetzt während das hier lädt, das könnt ihr einfach in Ruhe lassen, das zeige ich euch dann, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Währenddessen müsst ihr euch ja entscheiden, welches Modell ihr zum Beispiel verwenden wollt. Und eigentlich ist die Auswahl ja noch viel größer als die paar Modelle, die bei GPT-4All drin sind. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, also bei Hugging Face gibt es auch einen Space, den verlinke ich euch im Video. Open LLM Leaderboard heißt das Ding. Wie gesagt, es tut sich so viel die ganze Zeit. Ja? Es ist Wahnsinn. Und deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, einen Benchmark zu sehen von einfach allen möglichen Benchmarks, die es so offiziellerweise gibt. Die werden dann einfach getestet. Zum Beispiel hier der HelloSwag Benchmark, MMLU,
GSM 8K und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich noch mehr. Kann ich hier zur Seite scrollen? Wäre super. Genau, danke. Ah, ne, okay, es gibt hier nicht mehr. Interessant, okay. Also das sind alle, die hier getestet werden. Und hier seht ihr dann die jeweiligen Modelle. Jetzt haben die vorne hier so ein kleines Zeichen, je nachdem, was es für ein Modell ist. Und in dem Fall, die roten sind alles fein trainierte Modelle auf speziellen Datensets nochmal. Das heißt, die haben in diesem Fall schon andere Leute, in diesem Fall der David Kim 205 und SF Foundation, also SF Foundation in dem Fall, haben sozusagen Modelle genommen, die es schon gab, haben dann nochmal fein trainiert auf einem Datensatz, der einfach sehr, sehr gut ist scheinbar, und haben damit den Benchmark des ursprünglichen Modells einfach nochmal verbessert. Und hier unten sehen wir auch solche Sachen wie LoRa's und so weiter. Das ist nochmal Thema für ein ganz anderes Video. Ihr könnt hier oben zum Beispiel die fein trainierten einfach mal rausmachen. Was wichtig ist aber für euch auch, je nachdem wie stark eure Hardware ist, ihr könnt hier die Modelle jeweils rausmachen, die bei euch nicht mehr funktionieren. Bei mir funktionieren zum Beispiel alle, die wahrscheinlich würde 35 noch funktionieren, denke ich zumindest. Aber grundgenommen 13 reicht auch erstmal. Das würde bei mir auch gut laufen. Und dann muss ich nicht 10 Jahre auf eine Ausgabe warten. Das ist in Ordnung. Und dann kann ich hier oben zum Beispiel auch noch die fein trainierten rausnehmen, weil ich vielleicht nicht nur einen Use Case habe, sondern einen allgemeinen Chat-Use Case habe. Und kann dann die hier auch rausnehmen. Und bei denen, wo wir uns unsicher sind, die können wir auch rausnehmen. So, dann wird mir hier eine neue Liste generiert mit den besten Netzen, die man so haben kann, die dann auch tatsächlich auf meinem System laufen, die dann eben vielleicht nicht so viel Leistung brauchen in dem Fall auch. Und wir sehen dann auch, wie gut die im Benchmark sind. Hier drüben steht normalerweise so eine Zeit, wie lange das ungefähr braucht. Das ist immer nur so ein grober Richtwert, also nicht wundern, wenn es mal länger dauert. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, okay, ich habe hier ein Fusion-Netz, was aus 7B mal 2 besteht. Ein Mixture of Experts 13B. Und das hat einen Average, oder das hat zum Beispiel hier einen durchschnittlichen Benchmark von 77,44. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich sehe hier zum Beispiel gar keine Information. Also DPO-Trainer ist einfach eine Art, wie man das Ganze fein trainieren kann. Okay, dann nehme ich das vielleicht nicht. Dann gehe ich einfach zum Beispiel hier mal zu Mixtao. Und ihr seht, Mixtao ist auch tatsächlich schon offen hier, weil Mixtao einfach auch scheinbar sehr, sehr gut ist. Lädt allerdings, also kleiner Spoiler an der Stelle, das Netz ist bei mir ist es auch langsam. Genau. Und dann sehen wir hier auch, wie wir das in die Text Generation Web UI zum Beispiel einbinden können. Und das steht dann hier dabei. So. Wenn jetzt die Text Generation Web UI fertig ist, dann seht ihr sowas hier da. Also Running on Local URL, das ist so das Letzte, was da stehen sollte. Davor wird bei euch sehr, sehr viel stehen, ohne dass ihr das wirklich identifizieren müsst. Da werden Python-Bibliotheken installiert und so weiter und so fort. Also nicht wundern. Jetzt ist aber, wenn ich im Browser einfach auf 127.0.0.1 gehe, 7.8.6.0, also dieses Doppelpunkt 7.8.6.0 ist wichtig. Und das ist im Endeffekt, das ist jetzt keine Webseite, die ist nicht im Internet, die ist bei euch lokal, die läuft auf eurem Rechner. Damit greift ihr hier drauf zu, sozusagen. So. Und jetzt kann ich hier alles Mögliche einstellen. Das ist zum Beispiel was ich vorher mal gestartet habe einfach. Das ist auch tatsächlich mit diesem Mixtao hier. Das ist dasselbe Prompt wie vorhin auch. Ich habe es nur irgendwann abgebrochen, weil es wirklich langsam ist. Und das Modell müsst ihr jetzt allerdings erstmal kurz finden. Das ist bei euch hier noch nicht drin. Und das finde ich hier an der Stelle sehr, sehr gut gemacht. Ihr könnt tatsächlich einfach die URL von Hugging Face kopieren, hier einfügen und dann auf Download gehen. Und dann wird das hier tatsächlich angezeigt, dass es das gerade runterlädt. Ich mache jetzt einfach mal Get File List und dann sieht man hier, welche Informationen hier runtergeladen werden, also welche Safe Tensors Datei, das ist die eigentliche KI, das ist die Datei von der KI, was hier runtergeladen wird. Und die wird dann sozusagen bei euch hinterlegt. Das dauert eine Weile, weil die Netze sind auch tatsächlich sehr groß. So 20 Gigabyte kann schon mal vorkommen. Und da kann man aber auch mit LoRa's arbeiten. Wie gesagt, separates Video an der Stelle. Dann kann ich hier einstellen, wie mein Netz geladen werden soll. Wenn ihr hier kein Bild habt, würde ich euch echt empfehlen, das einfach so standardmäßig zu lassen. Bei mir zum Beispiel, ich habe nicht genug Grafikkartenspeicher. Der hat 2 Grafikkarten in seinem System drin und jeder dieser Grafikkarten muss 15 GB Speicher abgeben, damit es dieses Modell hier laufen lassen kann. Das kann ich nicht machen. Ich habe nur eine Grafikkarte und die hat 24 GB Speicher. Mehr habe ich nicht. Ich hoffe, dass die 5000er-Reihe ein bisschen mehr mir liefert. Deswegen geht das nicht. Deswegen muss ich das auf meiner CPU laufen lassen.
Und deswegen kann ich hier auch einfach alles auf 0 stehen lassen und es muss nicht laufen gelassen werden. So, dann kann ich hier auf Refresh drücken, wenn ich hier das Modell zum Beispiel runtergeladen habe und dann schaut es nach, aha, was habe ich denn hier? Okay, wir haben dieses Modell, wir laden das, Load, und dann sehen wir hier unten auch, nein, sehen wir in dem Fall nicht, weil ich schon mal geladen habe. Es lädt eine Weile. Wie gesagt, das muss auch alles erstmal in den Speicher reinschreiben und dann könnt ihr das verwenden. So, wenn ihr das Ganze in PowerShell euch dann oder in eurem Terminal anguckt, dann sieht das auch ungefähr so aus. In meinem Fall, bei mir reicht einfach tatsächlich die oder die Rechenleistung gerade nicht aus, um gleichzeitig aufnehmen zu können und das hier zu laden. Das heißt, ich brich das jetzt an der Stelle mal ab. Ja, und Connection errored out, das sehen wir hier. Ja, wir wollen den Vorgang abbrechen. Dann, also mit Steuerung C, könnt ihr da wieder rausgehen. Jetzt müsste ich das Ganze wieder neu starten und so weiter, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. LoRa's könnt ihr hier drüben einstellen. Also da müsst ihr natürlich erstmal einen LoRa runterladen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, neu zu laden. Und wird bei mir jetzt auch nicht gehen, weil das Ding nicht läuft. Und dann ein LoRa drauflegen. Dazu aber, wie gesagt, nochmal ein extra Video. So, was heißt das im Grunde genommen? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ich persönlich bevorzuge wahrscheinlich GPT-4All, weil es dafür auch eine Python-Bibliothek gibt, die mir alles einigermaßen leicht macht. Also auch die Nutzung in Code recht leicht macht. Das ist hier, soweit ich das weiß, nicht der Fall. Ich weiß aber, dass viele diese Variante hier bevorzugen, weil man hier einfach sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Ihr habt die Möglichkeit, auch direkt Training einzugeben. Ihr habt die Möglichkeit, auch direkt eigene Datensätze einzugeben. Und ich muss sagen, fürs Training ist das hier schon echt top-notch. Ihr habt die Möglichkeit, so viel mehr einzustellen, hier gerade bei den Parametern, also wie viele Tokens ihr habt. Das geht bei GPT-4All auch in einer gewissen Weise über das Zahnrädchen, das haben wir schon früher mal angeguckt. Hier sind es einfach mehr. Und hier habt ihr noch viel, viel mehr Möglichkeiten, gerade auch mit LoRa's und allem. Ihr habt hier die Möglichkeit, einfach mehr einzustellen. Ihr habt eine Web-UI dafür, die ihr im Zweifel auch wirklich fürs Internet öffentlich machen könnt, was schon sehr, sehr gut ist. Im Grunde genommen ist es an euch zu entscheiden, was ihr benutzen wollt. Ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Natürlich könnt ihr aber trotzdem immer, wenn ihr zum Beispiel so ein Modell habt, das auch einfach runterladen oder gerade auch, sagen wir mal, in dem Mistral, ja, genau. Dann könnt ihr das runterladen und dann habt ihr hier auch direkt meistens Python-Code, wie ihr das Modell laden könnt. Und das heißt, ihr könnt dann einfach tatsächlich in eurem Code das einfach benutzen. Ihr könnt einfach sagen, so, jetzt nehmen wir ab sofort dieses Modell und das kann sehr, sehr viel und das benutzen wir und let's go. So, ihr könnt das fein trainieren, ihr könnt das wirklich auf eure Use Cases anpassen, ihr könnt es lokal laufen lassen. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance, gerade für Anwendungen, die vielleicht kritisch sind und gesperrt werden, sowas wie Pentesting, für Anwendungen, die vielleicht aber auch super sensible Daten beinhalten, wie zum Beispiel eben Gesundheitsdaten oder sowas, die man einfach nicht vom eigenen Rechner runter haben möchte und die man vielleicht, oder Themen, die man vielleicht auch einfach nicht mit einem Online-Modell besprechen möchte, weil da einfach zu viele Sachen passieren. Ich glaube, das ist einfach eine schöne Chance und ja, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, weil ich habe jetzt hier nur über Textgenerierungsmodelle geredet, ne? Das alles hier habe ich noch nicht mal angefangen. Und ich habe nicht mal annähernd alle Modelle hiervon auch nur getestet, auch nur mal runtergeladen, habe ich nicht alle davon. Und ich glaube, da wird sich noch einiges in der nächsten Zeit tun. So, jetzt dürft ihr mir mal eure Erfahrungen damit schildern. Ihr dürft mir gerne mal sagen, was ihr so damit macht, was ihr ausprobiert und was so eure Gedanken dazu sind. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch auch gefallen. Es war wieder ein bisschen was ruhigeres, denke ich mal, und ein bisschen mehr so meine Gedanken zu etwas, aber auch gleichzeitig so eine Art Tutorial-Style. Mal schauen, wie es ankommt. Wir werden es sehen. Okay, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.